Das ist ein leckerer Chinakohlsalat. Wieder ein Chinakohlsalat. Noch eine blitzschnelle Suppe mit Chinakohl und Surimi. Alle mit Chinakohl. Los geht's! Wir brauchen nur die frischen, knackigen Blätter. Gründlich waschen. Den Strunk entfernen. In dicke Streifen schneiden. Die zarten grünen Blätter verwenden wir für die Suppe. Chinakohlstreifen 2 bis 3 Minuten kochen. Im kalten Wasser mehrmals spülen, bis die Blätter kalt sind. Das Wasser auspressen. Jetzt kommen die Gewürze dazu. Gehackter Knoblauch, halber Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel edelsüßes Paprikapulver, 1 Teelöffel rosenscharfes Paprikapulver, 1 Teelöffel Chiliflocken, 2 Esslöffel Essig. Gut vermengen. Schön fertig! Wieder die schönen Blätter abbrechen und gründlich waschen. Die Blätter zuerst in 2 Schichten trennen. Die Blätter Riepen entlang schneiden. So bekommt man feine Streifen und die Streifen verlieren nicht so schnell den Saft. Die zarten Blätter für die Suppe. Wir brauchen ein bisschen Lauchzwiebelringe, gehackten Knoblauch, wenig Chilischoten, Pfefferpulver, halben Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, 1 Esslöffel Essig, 1 Esslöffel Sesamöl. Für die Suppe schneiden wir die Blätter grob. Lauchzwiebel brauchen wir auch. Zum Aufpeppen der Suppe verwenden wir die Surimi-Stäbchen. Lauchzwiebeln in heißem Öl anbraten. Chinakohlblätter dazugeben. Wasser hinzufügen und dem entsprechenden abschmecken. Salz, Gemüsebrüherpulver, wenig Pfefferpulver. Aufkochen lassen. Die Surimi-Stäbchen in die Suppe geben. Surimi darf man nicht zu lange kochen, ansonsten fallen sie total auseinander. Nur aufkochen lassen. Fertig!